Und damit willkommen zurück, liebe Freunde, bei Baldur's Gate 3 zu einer weiteren Folge hier auf diesem Kanal. Ja, letzte Folge ein bisschen Looty-Loot-Spaß gehabt, hier in dem großen Haus in der Mitte. Und ja, in der heutigen Folge müssen wir mit dem einen oder anderen Charakter sprechen. Wir fangen einfach mal mit Isobel an. Und bevor ich sie anspreche, darf ich hier nichts verwenden oder angucken, denn das wäre alles stehlen und stehlen machen wir nicht, weil wir sind ein feiner Kerl. Wobei, hier können wir noch reingucken in die Kisten, das stört sie nicht. Okay. Dann, sag mal. Muss ich das wieder so machen? Da ist nix. Da ist auch nix. Das ist nicht erreichbar. Da ist nichts drin. Und da auch nicht, okay. Ja, Isobel. Wer ist das da? Wer ist der Typ mit den Flügeln? Hä? Da ist noch ein Dach. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Euch retten? Wie stellt ihr euch das vor? We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Oh. Wir hätten erst mit Jaheira reden sollen. Schutz von den Schattenfluch, geil. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selûnite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Sollte ich sonst noch was wissen, ehe ich aufbreche? There is, actually. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Ach, der war doch gerade schon da. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. Isobel, kennt ihr diesen Mann? He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. Ich versuche mal nach weiteren Informationen zu suchen. Okay, das ist relativ easy. Aber wenn easy auch manchmal grenzwertig ist, ne? A haunting face
swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Markus will euch entführen, Isobel. Diesmal müssen wir uns den Weg freikämpfen. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Moon Maiden, guide my hand. Ganz kurz, ich werde nochmal laden. Sorry dafür, aber ich wollte mir jetzt nicht die ganzen Gespräche mit den anderen vorwegnehmen dadurch. Ich werde das Gespräch aber nachher nochmal genauso führen wie das jetzt hier. Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Isobel so wichtig ist. Ich dachte, das wäre einfach irgendeine Person, die da oben steht. Ah, Mann, das ist doch doof. Ja, sorry, Freunde. Weil ich weiß nämlich nicht, ob jetzt nach dieser ganzen Action wir noch mit Jaheira reden können, ob wir dann noch mit Raphael reden können und so weiter. Deswegen. Premium trinkets and doodads. So, dann gehen wir halt erstmal nach unten. Weißt du was? Dann ist der erste Mal, den wir interviewen, unser guter Raphael hier. Na, was machst du hier? It's good to see you again. I'd ask if you've made any progress with your little problem. But the telltale twitching of your eye is answer enough. Ihr schon wieder. Gewiss nur Zufall, dass ihr herkommt. My dear, nothing is coincidence. Mortals trifle themselves with free will, as if their betters have not molded every potential path ahead. No offense meant, of course. I'm sure everyone in Last Light thinks they could have changed things. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here fed me for decades. Ihr seid doch nicht verantwortlich für den Fluch, oder? Please, I would never leave such a mess behind. Far too much attention for so little gain. I never surrender knowledge for free, but one good turn deserves another, does it not? To repay you for the souls sent my way, I offer a taste of the truth. Ketherick Thorn, proud father, man of faith, utter fool. On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Now who would possibly benefit from such a massacre? If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. But the time for quibbling over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. Not with you, at least. Although I sense there's something your friend wants to ask me. I do. I have a proposal for you. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business, devil. A long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say.
Wovon redet ihr, Astarion? Was für Narben? You haven't told them. And you've kept your clothes on this whole time. How unlike you. Why not let them see? Don't be shy. God damn it. Don't worry. I'm motivated to help you. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Well, now you know. Muss der jetzt hier nackig rumstehen? Warum habt ihr nichts gesagt? Ich hätte euch helfen können. Perhaps I should have. I'm not exactly used to asking for help and being met with, well, help. But what's done is done, so how about we stop talking about it and just get on with things? Although I should probably get dressed first. Okay. Okay, er hat wieder seine Klamotten an. Raphael ist weg. Ja, für die Damenschaft, ne? Astarion lässt die Hüllen fallen. Vielleicht lerne ich die Folge ja auch so. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich gehe erstmal hier rein. Und weil hier ist ja, glaube ich, erstmal nichts Besonderes. Kann ich hier noch ein paar Sachen mitnehmen? Darf ich das? Ja. Gut, dann untersuchen wir erst nochmal die Sachen. Oh, warte mal, den Kessel lasse ich aber hier. Der ist nämlich viel zu schwer. Fallen lassen. Rote Karotte, hier an den Schrank würde ich ganz gerne nochmal dran. Oh, ein Bettlaken, sehr gut. Wer singt denn da? Rauchpulverbombe. Hä, warum ist hier eine Rauchpulverbombe drin? Haus Kyrill. If you're poking around this god's forsaken place, you must have someone in Moonrise too. Hope you find them. Kriegen wir. Jutesack. Ein paar Klamotten. Holzkoffer. Kann ich das Bild mitnehmen? Ja. Grashaus. Kraftbeschlagene Stiefel. Ach, er ist das, der hier am Singen ist. Bettlaken. Ich glaube, der ist gerade irgendwie im Delirium. Oh, war ein Trank der Unsichtbarkeit, glaube ich, dabei. Was? Trank der Unsichtbarkeit? Hier, das Ding war das. Trank der Unsichtbarkeit. Ha, guck mal, mittlerweile erkenne ich die Sachen doch. Tablett mit Schwämmen? Okay, ja, die braucht ihr hier nicht, ne? Silbertablett, Schwamm, Wasserkaraffe. Den einmal lasse ich stehen. Eine Flasche. Hallo, nimm die Tasse doch bitte mit. So, Blechtasse. Ich rede gleich mit den Leuten. Lass mich erstmal kurz hier die Sachen zu Ende looten. Oh, die Blechtasse, den Jutesack hier. Gucken wir nochmal rein. Hier ist auch noch einer. Ein bisschen Klamotten. Da steht, was ist das, was da steht? Ein Schlafsack, ja ganz ehrlich, den lasse ich hier stehen. Der bringt nichts und der ist auch zu schwer. Eine Kerze. Ein Dolch.
Ist nichts drin. Lichtteller. Schrank. Noch ein bisschen Geld. Aber Geld kann man ja immer gebrauchen, nicht wahr? But we do know that anyone who goes charging into those shadows is different. The plan is to do nothing. Let the Duke rot in prison while Baldur's Gate burns. Zack. Und zack. I intend to find one. What I won't do is send any more of our people into the curse. Any help from you? So, okay. Da ist noch ein... Wo kann ich das mitnehmen? Porträt einer Frau. Juhu. Ein Eimer war da noch. Schriftrolle Fluch. Sehr cool. We can wait. But Baldur's Gate can't. If you have an alternative in mind, Hier, was haben wir hier noch? Ein Tintenfass. patience. Der will wieder außen rumrennen. Ich habe keine Ahnung. Dann lasse ich das lieber stehen. Kann ich diese goldene Schriftrolle noch mitnehmen? Zeugnis eines Hafners. Zeugnis eines Hafners, das letzte Gefecht von Ketheric Storm, Auserwählter von Charm. Der nachfolgende Text beschreibt einen Kampf zwischen den loyalen Truppen von Ketheric Storm und magischen Hafnertruppen. Ich weiß nicht, welche dunkle Magie die dunklen Justiziare in unserer Ebene beschworen haben, aber wenn sie von dem Gewebe stammte, soll sie für immer verflucht sein. 3 Tage lang haben wir die Türme belagert. 3 Tage lang dezimieren ihre Dunkelgeschosse unsere Reihen. Und am 3. Tag, als seine Männer und seine Frauen endlich fielen, begab sich Ketheric in den Kampf. Ich habe so ein bisschen Angst. Ketheric Storm ist ja eigentlich ein dunkler Justiziar, beziehungsweise kämpft für Schar. Und unsere Schattenherz, ne, die ist ja so hin und weg von Schar. Wenn sich irgendwann nachher die Schar-Anhänger uns in den Weg stellen. Es wird ein bisschen schwierig dann. Hier findest du eine umfangreiche Geschichte des Shiontar. Er floss offenbar durch ein halbes Dutzend Siedlungen, zu denen nach und nach immer mehr hinzukamen. Das Buch zeichnet ein Bild von 100 Jahren, ein Bild, auf dem Schiffe unter einem brennenden Herbsthimmel auf dem orangefarbenen Wasser dahin gleiten. Und die Schiffe riechen nach Weinfässern, gepökelten Schwein, aufregenden Gewürzen, weniger aufregenden Gewürzen wie Rosmarin, der zwar auch hübsch duftet, aber recht gut schmeckt, alles in allem aber nicht sonderlich aufregend ist, und von Kindern, die barfuß am Ufer entlanglaufen und beim Spielen im Schilf den grinsenden, schwitzenden Matrosen zuwinken und dann auf irgendwelche spitzen Steine treten und am Rumheulen sind. Okay. Ich will die Bücher. Da unten sind dann noch Bücher. Oh Mann. Wie doof. Alles klar, dann haben wir das hier soweit auch. Oh, warte mal, hier den Tisch, den können wir nochmal eben etwas aufräumen. Wir bringen nur neue Getränke und räumen die alten ab. Lasst euch davon nicht stören. Wasserkaraffe. Wasserkaraffe. Tasse. So, und dann rede ich erstmal mit denen hier. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Nathaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Ich habe den Namen Daniel von einem Freund gehört. Halsin. Really? Could you bring him here? You'd be glad of the help, wouldn't you, sir? Kann er euch hören? You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. Was hat er denn? A century locked inside a Sharan curse will do things to a man. But you're not alone, sir. We're here with you. And I'm sure you've got relations, maybe some long-lived friends even who want to be seeing you.
Das Lied, habt ihr das schon mal gehört? No, not till I met Art anyway. It seems to be all he remembers. Habt ihr schon nach persönlichen Gegenständen geschaut? This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. Mal sehen, was ich herausfinde. Thank you. Abgegriffener Brief. Okay, den schauen wir uns mal eben an. Wecke Art Kalak. Beauftragter Art Kalak, Rang Flamme, Ziel Beschaffen von Informationen zu aktuellen Aktivitäten in Türmen des Mondaufgangs und Umgebung, geleitet von Catherick Sorm aus der alteingesessenen Thorm-Familie der Region. Befehle: Unterbringung im Gasthaus zum letzten Licht und Beginn der Nachforschung im Zollhaus. Unbestätigte Berichte deuten auf Korruption hin. Beachten: Die Familie Thorm verehrt traditionell Selûn, doch Gerüchten zufolge gewinnt eine Enklave der Schariten an Macht. Untersuchen und berichten. Gezeichnet Großherzog Eltham. Ja, es war ich. Okay, warte, wir gucken mal in den Tagebücher. Tagebuch, rette Wulbren. Wulbren ist ein Typ mit 100, hat Barkus eine Belohnung versprochen. Rette Tieflinge, auch Rolands Geschwister nicht aufgenommen. Hebt den Schattenflug auf. Wir haben im Gasthaus zum letzten Licht den geheimnisvollen Mann gefunden, der im Schlaf. Wir sollten Halsing darüber informieren. Findet Sevlor. Wecke Art Kalak. Wir hatten letztes einen Befehl gefunden, das Haus der Heilung zu untersuchen. Wenn wir einen Spuren folgen, erfahren wir vielleicht mehr über ihn. Haus der Heilung, okay. Der bleiche Elf. Wir haben Raphael im Gasthaus zum letzten Licht getroffen, Astarion hat ihn nach den Namen gefragt, die Cazador auf seinen Rücken hinterlassen hat. Raphael wirkt interessiert. Er hat gesagt, er wolle über Astarions Anliegen nachdenken und wir würden uns bald nochmal wiedersehen. Okay, das heißt, wir reden erstmal mit Halsin. So, wo ist denn Halsin überhaupt? Da nicht. Da hinten vielleicht? Natürlich, der letzte in der Reihe. Achso. You wish to speak? Im letzten Licht hält sich eine flammende Faust auf. Der Flug hat ihm das Bewusstsein geraubt, aber er murmelt etwas von einem gewissen Taniel. He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. I will go to see him at once. Join me when you can. Okay, gehen wir zurück. She wants the same thing we do. To save the city. But she doesn't care if the grandchild lives or dies. Daniel and me are climbing up a tree. It's true then. He's met Daniel. There's no other way he'd know that name. This is just what we needed. Well done. We need to wake him. He must know something about where to find Daniel. Habt ihr Ideen? If he was able to escape the Shadowfell, then it mustn't have managed to consume his spirit. Well, not all of it anyway. We need to unlock whatever's left of him, inside his head. There must be something to trigger him. A word, a memory, an item. We just need to find it. Es muss doch einen Weg geben, den Fluch zu brechen. Without Daniel, no. And I don't know how I can find him without speaking to this man. Mal sehen, was ich tun kann. I don't deserve you, my friend. Has he shown any sign of coming to his senses? None. His wits have departed him, I fear. Do not give up hope. He keeps saying Daniel's name. He must know more. We need to rouse him. Okay. Mehr hatte er dazu nicht. Halsey bleibt jetzt ganz offensichtlich hier, alles klar. So, kann ich mit den Leuten mal hier reden? Faust Greta. Nice to see a friendly face come out the shadows for once. Okay, mehr hat die nicht. Wen haben wir? Faust Aubrey. An extra blade could be the difference between rescuing Duke Ravengard or losing him forever. I hope you'll help us.
Ja, kein Thema. Wen haben wir hier? Faust Ra hier. You're heading into the towers, are you? Good. I pray it's not too late for Duke Ravengard. Manip Vidor. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. We believe the cultists have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. I don't suppose you found a way in? Noch nicht. I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Was ist die Stahlwache? The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. Okay. Ich würde aber eigentlich mit ihm hier reden. Okay, er geht jetzt weg. Dann reden wir nochmal mit ihm hier. Faust Tatwig. We're discussing fist business, and you're no fist. Ja, okay. Danke auch. Heard you're meant to be heading toward the towers. Ja, da habt ihr richtig gehört. With a single word, Floric could charge the coast's most powerful force with taking back the Grand Duke. We ought to be doing just that, not babysitting this stump. And yet, orders are orders. Kann ich nochmal mit ihr reden? Ratrin Florik. The journey back to Baldur's Gate won't be easier, but your task here is harder still. Timora be with you. Okay, das war's. Ja, gut, dann sprechen wir mal mit Jaheira. Please, be welcome. Have a drink. Ihr Akzent wieder. To your very good health. Auf eure geschätzte Gesundheit. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Er will mich verändern und für sich gewinnen, aber ich widerstehe seinen Versuchungen. And you're certain you will continue to resist? Ja. Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Der war
ist er? General Ketherick Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Okay, wahrscheinlich ist Ketherick Thorm einer von diesen 3 Gestalten, die wir da mal in dieser Vision gesehen haben. Erinnert euch ja wahrscheinlich, wo wir das erste Mal mit der Absoluten in Kontakt gekommen sind, haben wir so 3 Gestalten gesehen und ich glaube, Ketherick Thorm ist einer von den 3. Was habt ihr im Sinn? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketherick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Ich hoffe, dass Schattenherz dem zustimmt, weil Ketherick Thorm ist ja nicht länger ein Charit, sondern einer von den Absoluten. Insofern, Kethericks Tage sind gezählt. Dafür werde ich sorgen. Without a cure for your infection, your days are numbered too. Yet you selflessly offer to spend them fighting alongside us. I like you. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Wie erreiche ich ihn? Die Türme sind vom Schatten umgeben. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Gut, jetzt hätten wir quasi dann auch die Information nach oben gehen zu müssen. Was sagst du eigentlich zu der ganzen Situation, Schattenherz? I was hoping you'd come to chat. What do you need? Ketherick Thorm, was haltet ihr von ihm? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Okay. Das heißt, sie ist momentan auch so ein bisschen im Struggle, weil sie noch nicht genau weiß, wie sie ihn einordnen soll. Aber wir wissen ja, dass Ketherick Thorm zu den Absoluten zählt. Alles klar. Was ist so mit euch, Astarion? Well, hello. What can I do for you? Nichts. Gut. Hätte ja sein können, dass wir nochmal wegen seinen Namen sprechen können. Gale? What's on your mind? Klingt immer so ernst. Auch nichts. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben, beziehungsweise, das machen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde. Hat doch alles ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Aber macht nichts. Dann werden wir in der nächsten Folge also wieder die Action haben, die wir ja schon, wo wir einen kleinen Sneak Peek drauf geben konnten. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Dann werden wir auch ein bisschen mehr rausfinden zu diesem komischen Typ mit den Flügeln und was hier noch so alles passiert. Ich hoffe mal, Alfira wird's gut gehen. Weiß nicht, Alfira, ich mag Alfira und ich will, dass die wieder schöne Lieder singt. Und das kann die halt nicht, wenn die tot ist. Deswegen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Freunde. Macht es gut. Bis dann. Adios, amigos. Und ciao, ciao.